Eine besondere Liebesgeschichte zum Valentinstag. Ein kalter Februarmorgen. Nina wohnt in einer kleinen Stadt in Deutschland. Es ist Anfang Februar und der Himmel ist grau. Der Wind ist kalt und auf den Straßen liegen noch Reste von Schnee. Die Tage sind kurz, aber jeder freut sich auf den Valentinstag. In den Geschäften sieht man rote Herzluftballons, bunte Karten und kleine Schokoladenpralinen in roten Schachteln. Nina ist 22 Jahre alt und studiert Kunst an einer Fachhochschule. Sie wohnt allein in einer kleinen Wohnung in der Nähe vom Marktplatz. Jeden Morgen geht sie zu Fuß zur Bushaltestelle, um zur Fachhochschule zu fahren. Auf dem Weg sieht sie oft alte Häuser, einen kleinen Park und ein Café namens Süße Pause. Manchmal kauft sie sich dort einen Kaffee zum Mitnehmen. Nina mag den Duft von frischem Kaffee und sie genießt die ruhige Atmosphäre, bevor ihr Tag richtig beginnt. Nina hat braune Haare, die sie meistens zu einem Pferdeschwanz bindet. Ihre Augen sind grün und sie trägt gern bequeme Kleidung wie Jeans und Pullover. Sie ist eher schüchtern, aber sehr freundlich. Sie lacht gern und hört gern Musik in ihrer Freizeit. Zu Hause malt sie Bilder und zeichnet Comics. Sie träumt davon, irgendwann eine eigene kleine Kunstausstellung zu organisieren. Valentinstag ist für Nina ein Tag wie jeder andere. Sie ist Single und denkt oft, Liebesbriefe und Blumen sind nur für andere. Ihre Eltern sind geschieden und leben in verschiedenen Städten. Ninas Mutter lebt im Norden, ihr Vater im Süden. Beide sind nett, aber Nina fühlt sich manchmal einsam. Sie fragt sich, ob sie eines Tages eine Person trifft, die ihr Herz höher schlagen lässt. Trotzdem ist sie nicht traurig, sondern eher neugierig. Vielleicht erlebe ich eines Tages auch eine schöne Romanze, sagt sie sich. In der Fachhochschule hat sie einige Freunde, aber keiner davon ist ihr enger Vertrauter. Meistens verbringt sie die Pausen mit einer Kommilitonin namens Lisa. Lisa ist offen und laut, Nina ist eher still. Doch sie verstehen sich gut. An diesem kalten Februarmorgen spricht Lisa von ihren Plänen für den Valentinstag. Sie will mit ihrem Freund essen gehen. Nina lächelt und wünscht ihr viel Spaß. Innerlich denkt sie, vielleicht wird dieser Tag für mich auch einmal besonders. Zufällige Begegnung im Café. Nach den Vorlesungen hat Nina Hunger. Sie beschließt, im Café Süße Pause eine Kleinigkeit zu essen. Draußen ist es windig und sie freut sich auf einen warmen Kakao. Im Café ist es gemütlich. An den Wänden hängen bunte Bilder, die Lampen leuchten weich und überall duftet es nach Kuchen und Schokolade. Nina stellt sich an die Theke, bestellt einen Kakao mit Sahne und ein Stück Apfelkuchen. Sie bezahlt und sucht sich einen Platz am Fenster. Dann setzt sie sich und blickt hinaus auf die Straße. Auf einmal betritt ein junger Mann das Café. Er hat dunkle, kurze Haare und trägt eine warme Jacke. Er sieht freundlich aus und begrüßt die Kellnerin mit einem Lächeln. Nina bemerkt, dass er sehr aufmerksam wirkt. Er schaut sich um, als suche er einen Ort, um sich zu setzen. Das Café ist an diesem Nachmittag recht voll. Nur an Ninas Tisch ist noch ein Platz frei. Zögernd geht er näher und fragt höflich, »Entschuldigung, ist dieser Platz frei?« Nina lächelt schüchtern und nickt. »Ja, natürlich. Setz dich gern zu mir.« Der junge Mann heißt Jonas. Er ist 24 Jahre alt und macht eine Ausbildung in einer kleinen Gärtnerei. Er liebt Blumen und Pflanzen. Er erzählt Nina, dass er nach Feierabend oft hierher kommt, um einen Tee zu trinken und etwas Warmes zu essen. »Die Torten hier sind super«, sagt Jonas mit leuchtenden Augen. Nina wird ein bisschen rot, weil er so begeistert spricht. Sie selbst isst ihren Apfelkuchen und nippt an ihrem Kakao. Jonas bestellt sich einen Kräutertee und ein Stück Sachertorte. Die beiden kommen ins Gespräch. Erst tauschen sie ein paar Höflichkeiten aus. Dann erzählt Jonas, dass er gerne im Frühling draußen arbeitet und Blumen pflegt. Nina hört interessiert zu, denn sie malt gern Blumenbilder. Sie erzählt ihm von ihrem Kunststudium und von ihren Lieblingsmotiven.
Jonas sagt fröhlich: Ich kann dir gerne ein paar schöne Pflanzen zeigen. Vielleicht bekommst du neue Ideen zum Zeichnen. Nina freut sich. Sie merkt, dass Jonas ein offener und positiver Mensch ist. Sie fühlt sich wohl in seiner Nähe. Als Jonas gehen muss, verabschiedet er sich mit einem strahlenden Lächeln. Ich bin sicher, wir sehen uns bald wieder. Ich komme oft ins Café. Nina winkt ihm nach. In ihrem Herzen spürt sie ein leichtes Kribbeln. Er ist sehr nett, denkt sie. Draußen wird es langsam dunkel und Nina beschließt, ebenfalls nach Hause zu gehen. Sie packt ihre Sachen zusammen, zahlt und verlässt das Café. Auf dem Weg zur Bushaltestelle denkt sie immer wieder an Jonas. Ein unerwarteter Spaziergang. In den nächsten Tagen sieht Nina Jonas nicht. Sie geht zur Fachhochschule, lernt für ihre Prüfungen und malt einige neue Bilder. Wenn sie Zeit hat, trinkt sie wieder Kaffee im süße Pause. Aber Jonas taucht nicht auf. Nina ist ein bisschen enttäuscht, doch sie redet sich ein, dass es reiner Zufall war, dass sie sich getroffen haben. Er hat bestimmt viel zu tun in der Gärtnerei, denkt sie. Eine Woche später hat Nina am Samstagnachmittag frei. Sie möchte frische Luft schnappen und macht einen Spaziergang zum Park in der Nähe vom Fluss. Der Weg zum Park ist ziemlich ruhig, weil es immer noch kalt ist und die meisten Leute zu Hause bleiben. Nina hat einen dicken Mantel an und einen Schal um den Hals. Während sie den Fluss entlangläuft, genießt sie die Stille. Nur ein paar Enten schwimmen im Wasser und ab und zu joggt jemand vorbei. Plötzlich hört sie eine vertraute Stimme. »Nina? Bist du das?« Sie dreht sich um und sieht Jonas. Er trägt eine Mütze und hält eine kleine Tüte in der Hand. »Oh, hallo Jonas«, sagt sie überrascht. »Was machst du hier?« Jonas lacht. »Ich habe heute Nachmittag frei und wollte ein paar Tannenzapfen für meine Pflanzen sammeln. Außerdem brauche ich ein bisschen Moos für eine Deko-Idee in der Gärtnerei. Ich mag diesen Park sehr, weil hier viele Bäume stehen und es ruhige Plätze gibt.« Nina nickt verständnisvoll. Sie spüren beide, dass sie sich freuen, sich wiederzusehen. Jonas schlägt vor, zusammen ein Stück zu spazieren. Nina ist einverstanden. Sie laufen nebeneinander her und reden über ihre Woche. Jonas erzählt, dass er im Moment viele Valentinsaufträge hat. Viele Kunden bestellen rote Rosen und Blumensträuße für ihre Liebsten. Er selbst findet Valentinstag schön, weil er gerne Menschen mit Blumen glücklich macht. Nina grinst. Ich habe noch nie Blumen zum Valentinstag bekommen, aber ich finde die Idee auch schön. Jonas schlägt vor, sich auf eine Bank zu setzen. Sie beobachten die Vögel, die im kalten Winter nach Futter suchen. Jonas öffnet seine Tüte und zeigt Nina einige Tannenzapfen. Er erklärt ihr, wie er sie dekorieren will. Nina ist beeindruckt von seiner Kreativität. Vielleicht kann ich deine Deko-Idee in ein Bild einbauen, sagt sie. Jonas nickt begeistert. Natürlich, du kannst mich auch in der Gärtnerei besuchen. Da haben wir viele Pflanzen und Blumen, die dir gefallen könnten. Der Tag vergeht schnell und es wird bald dunkel. Nina und Jonas beschließen, noch zusammen einen heißen Tee im Süße Pause zu trinken. Im Café sprechen sie weiter über Kunst und Natur. Sie tauschen Handynummern aus. Als es Zeit wird, nach Hause zu gehen, spürt Nina in sich eine warme Freude. Jonas ist wirklich sympathisch, denkt sie. Auch Jonas wirkt glücklich. Er verabschiedet sich höflich und sagt: Bis bald, Nina. Lass uns in Kontakt bleiben. Kleine Gesten und neue Gefühle. Am nächsten Tag schickt Jonas Nina eine kurze Nachricht. Guten Morgen, Nina. Hast du gut geschlafen? Ich wünsche dir einen schönen Sonntag. Nina lächelt, als sie die Nachricht liest. Sie antwortet: Danke, ich habe gut geschlafen. Dir auch einen schönen Tag. Im Laufe der Woche schreiben sie sich ab und zu. Sie reden über ihre Hobbys, über Musik und über die schönsten Plätze in der Stadt. Nina lernt, dass Jonas gern Gitarre spielt und manchmal in einer kleinen Band probt. Jonas erfährt,
dass Nina gern Comics zeichnet und einmal ein Kinderbuch illustrieren möchte. Die Tage werden etwas heller und der Valentinstag rückt näher. In vielen Läden gibt es rosafarbene Dekorationen und in jeder Ecke sieht Nina Plakate mit Herzen. Normalerweise fühlt sie sich an diesem Tag nicht besonders, doch diesmal denkt sie häufiger daran. Manchmal stellt sie sich vor, wie es wäre, den Valentinstag mit Jonas zu verbringen. Aber wir kennen uns doch kaum, sagt sie zu sich selbst. Sie ist sich unsicher, ob Jonas sie nur nett findet oder mehr empfindet. Eines Tages erhält Nina ein kleines Paket. Der Postbote bringt es am Nachmittag. Darin findet sie eine kleine Karte mit Blumenmotiven und ein kleines Säckchen mit Blumensamen. Auf der Karte steht: »Liebe Nina, ich habe diese Samen gefunden und an dich gedacht. Vielleicht kannst du sie einpflanzen oder in deinen Bildern verwenden. Liebe Grüße, Jonas.« Nina ist überrascht und berührt. Sie spürt, wie ihr Herz schneller schlägt. »Was für eine süße Idee«, flüstert sie. In den nächsten Tagen denkt Nina oft an Jonas. Sie hat viel für ihr Studium zu tun, aber ab und zu schreibt sie ihm. Jonas antwortet schnell und mit viel Interesse. Er fragt nach ihren Bildern, nach ihren Ideen und nach ihren Lieblingsliedern. Nina traut sich, ihm eines ihrer Skizzenbücher zu zeigen. Sie fotografiert einige Zeichnungen und schickt sie ihm per Nachricht. Jonas ist begeistert und schreibt ihr: »Du bist sehr talentiert. Deine Bilder sind bunt und haben eine schöne Stimmung. Ich würde gern mehr sehen.« Langsam merken beide, dass da mehr ist als nur eine nette Bekanntschaft. Ihre Nachrichten werden persönlicher. Sie erzählen sich kleine Geheimnisse. Jonas sagt, dass er als Kind Angst vor Spinnen hatte. Nina gesteht, dass sie manchmal vor Publikum sehr nervös ist. Sie lachen über diese Geständnisse und fühlen sich einander näher. Ein Besuch in der Gärtnerei. Am folgenden Wochenende verabreden sie sich in der Gärtnerei, in der Jonas arbeitet. Es ist Samstagvormittag und die Sonne scheint endlich wieder. Nina betritt die Gärtnerei und sieht viele bunte Blumen: Rosen, Tulpen, Gerbera, Orchideen und noch mehr. Es riecht nach Erde und frischem Grün. Jonas steht hinter einer Theke und berät eine Kundin, die einen Strauß für ihre Mutter kaufen möchte. Als er Nina sieht, winkt er ihr freundlich zu. Nina wartet geduldig, bis er fertig ist. Dann führt Jonas sie durch die Räume. Hier haben wir unsere Topfpflanzen, dort die Schnittblumen. In diesem Bereich züchten wir kleine Kakteen und hier drüben haben wir Saatgut, erklärt er. Nina ist fasziniert. Sie berührt sanft die Blätter einer großen grünen Pflanze und bewundert die farbenfrohen Blüten. Alles wirkt lebendig und frisch. Jonas erzählt: Wir bekommen in den nächsten Tagen noch mehr rote Rosen. Valentinstag ist immer sehr stressig für uns, aber auch schön. Wir machen viele Menschen glücklich. Nina lächelt. Sie findet es toll, dass Jonas so begeistert von seinem Beruf spricht. Er legt auch viel Wert auf die richtige Pflege der Pflanzen. Man muss sie regelmäßig gießen, aber nicht zu viel. Und man braucht den richtigen Dünger, erklärt er. Nina hört aufmerksam zu. Sie möchte ein kleines Geschenk für ihre Wohnung kaufen und entscheidet sich für ein kleines Basilikumpflänzchen. Das ist praktisch und duftet gut, sagt Jonas zufrieden. Nach der Führung setzen sie sich in eine Ecke der Gärtnerei, wo ein paar Stühle und ein kleiner Tisch stehen. Jonas hat 2 Tassen Tee vorbereitet. Hier können wir kurz Pause machen, meint er. Nina bedankt sich. Sie trinken gemeinsam Tee und reden über den Alltag. Jonas erzählt, dass er manchmal früh morgens aufsteht, um die Blumen zu pflegen. Nina berichtet von ihrem Kunstprojekt an der Fachhochschule. Sie will eine Serie von Blumenaquarellen malen. Jonas schlägt vor: Du kannst gern herkommen und meine Blumen als Modell nehmen. Nina freut sich. Das ist eine tolle Idee. Dann kann ich gleich die echte Form und Farbe studieren. Die Zeit vergeht schnell und bald kommen neue Kunden in die Gärtnerei. Jonas muss weiterarbeiten. Aber bevor Nina geht, sagt Jonas:
Ich habe nächste Woche abends einen Tag frei. Hättest du Lust, mit mir etwas zu unternehmen? Nina nickt und errötet leicht. Ja, sehr gern. Schreib mir einfach, wann es dir passt. Mit einem warmen Gefühl im Herzen verlässt sie die Gärtnerei. Ein Abend voller Musik. Wenige Tage später verabreden sich Nina und Jonas für einen Mittwochabend. Jonas hat vorgeschlagen, in eine kleine Bar zu gehen, wo Live-Musik gespielt wird. Er erzählt, dass sein Freund Tim dort Gitarre spielt und dass es gemütlich ist. Nina ist einverstanden. Nach ihrem Kurs an der Fachhochschule fährt sie nach Hause, zieht sich etwas Schickes an und macht sich auf den Weg. Sie ist etwas nervös. Ist das jetzt ein richtiges Date? Fragt sie sich. Ihre Hände sind ein wenig feucht, als sie an der Tür der Bar ankommt. Jonas wartet schon. Er trägt ein blaues Hemd und lächelt sie an, als sie eintritt. »Du siehst toll aus«, sagt er schüchtern. Nina wird rot. Sie setzen sich an einen Tisch in der Nähe der kleinen Bühne. Es ist warm und lebhaft in der Bar. Menschen reden, lachen und trinken. Die Bühne ist klein und 2 Musiker spielen gerade ruhige Songs mit Gitarre und Gesang. Jonas bestellt 2 Getränke, ein Bier für sich und ein alkoholfreies Cocktail für Nina. »Ich hoffe, dir schmeckt das«, meint er lächelnd. Nina nippt daran und nickt. »Sehr lecker.« Während die Musik spielt, unterhalten sie sich über ihren Tag. Jonas erzählt, dass die Gärtnerei schon einige Bestellungen für Valentinstag hat, besonders Rosen. Nina lacht. Rote Rosen sind wohl sehr beliebt. Jonas stimmt zu und sagt, ja, viele Männer und Frauen bestellen welche für ihre Liebsten. Nina wird nachdenklich. Hast du eigentlich schon mal am Valentinstag jemanden mit Blumen überrascht? Jonas überlegt kurz. Eigentlich nicht. Ich war einmal in einer Beziehung, aber da haben wir Valentinstag nicht groß gefeiert. Und seitdem hatte ich nichts Ernstes. Vielleicht ändert sich das ja dieses Jahr. Er sieht Nina dabei an. Und sie spürt wieder dieses Kribbeln im Bauch. Nach einer Weile spielt Tims Band ein paar fröhliche Lieder. Jonas klopft mit dem Fuß im Takt und Nina wippt mit dem Kopf. Die Stimmung ist locker und sie lachen viel. Jonas erzählt von seinen Jugenderinnerungen. Mit 15 wollte ich Rockstar werden. Ich habe viel geübt, aber dann gemerkt, dass ich nicht so talentiert bin. Trotzdem macht es mir Spaß, in meiner Freizeit Gitarre zu spielen. Nina teilt ihre Geschichten. Als Kind habe ich immer Wände bemalt. Meine Mutter war wütend, aber später war sie stolz auf meine Kreativität. Die Zeit fliegt. Gegen 10 Uhr endet das Live-Musikprogramm. Jonas fragt Nina, ob er sie nach Hause begleiten darf. Sie stimmt zu. Draußen ist es kalt und sie atmen weiße Wolken in der Nachtluft. Jonas und Nina gehen Arm in Arm Richtung Bushaltestelle. Sie sprechen leise, als ob sie die ruhige Atmosphäre der Nacht nicht stören möchten. Bei der Haltestelle angekommen, bleiben sie stehen. Jonas fasst sich ein Herz und sagt, »Nina, ich verbringe gern Zeit mit dir. Würdest du am Valentinstag vielleicht etwas mit mir unternehmen?« Nina lächelt. »Ich würde mich sehr freuen.« Dann umarmen sie sich kurz. Nina spürt sein Herzklopfen und ihr eigenes. Der Bus kommt und sie steigen ein. Jonas winkt ihr aus dem Fenster zu, bevor der Bus losfährt. Wachsende Nähe und kleine Zweifel. In den Tagen vor dem Valentinstag sind beide ziemlich beschäftigt. Nina hat 2 wichtige Prüfungen und muss ein Projekt abschließen. Jonas arbeitet länger in der Gärtnerei, weil so viele Menschen Blumen kaufen wollen. Dennoch schreiben sie sich weiter Nachrichten und sprechen abends am Telefon. Manchmal ist Nina unsicher. Sie fragt sich, ob sie wirklich bereit ist für eine neue Beziehung. Jonas ist offen und warmherzig, aber sie kennen sich erst seit kurzem. Kann das echt sein, dass ich mich so schnell verliebe? Denkt sie. Jonas hat ähnliche Gedanken. Er mag Nina sehr, aber er hatte in der Vergangenheit eine schmerzhafte Trennung.
Er hat Angst, wieder verletzt zu werden. Trotzdem ist da dieses Gefühl der Geborgenheit, wenn er mit Nina spricht oder ihre Nachrichten liest. Er überlegt, wie er ihr am Valentinstag eine kleine Freude machen kann. Einen Tag vor dem 14. Februar ruft Jonas Nina an und sagt geheimnisvoll: »Ich habe eine Überraschung für dich. Zieh dich morgen warm an und komm um 17 Uhr zur Gärtnerei.« Nina fragt neugierig: »Was hast du vor?« Jonas lacht: »Das verrate ich nicht, aber sei pünktlich und keine Angst, es wird schön.« Nina kichert aufgeregt. Sie ist gespannt und ein bisschen nervös. Sie legt auf und beginnt sofort, sich Gedanken zu machen, was sie anziehen soll. Auch Jonas ist aufgeregt. Er hat eine Idee, wie er den Abend besonders machen kann. Er plant, Nina zuerst etwas zu zeigen, bevor sie vielleicht irgendwo essen gehen. In seiner Wohnung hat er dafür schon Kleinigkeiten vorbereitet. Er hofft, dass Nina sich darüber freut und dass alles gut funktioniert. Der Valentinstag bricht an. Der Valentinstag ist da. Schon am Morgen sieht Nina überall Blumenlieferanten. In der Fachhochschule haben einige Studenten rote Luftballons dabei oder tragen Schokolade herum. Nina fühlt sich zum ersten Mal ganz anders an diesem Tag. Sie ist aufgeregt, weil sie sich am Abend mit Jonas trifft. Nach ihrer letzten Vorlesung eilt sie nach Hause, duscht und zieht einen warmen Mantel an. Sie entscheidet sich für eine hellblaue Mütze und einen Schal, der zu ihren Augen passt. Ihr Herz klopft, als sie zur Gärtnerei geht. Punkt 17 Uhr betritt sie den Laden. Es ist kurz vor Ladenschluss. Jonas wartet schon auf sie. Er trägt eine schwarze Jacke und hält einen kleinen roten Blumenstrauß in der Hand. »Für dich«, sagt er verlegen und überreicht ihr die Blumen. Es sind keine Rosen, sondern rote Gerbera und kleine weiße Blüten. Nina ist gerührt und drückt die Blumen an ihre Brust. »Danke, die sind wunderschön.« Jonas schließt kurz den Laden ab und sagt: »Komm, ich zeige dir etwas.« Sie gehen in den hinteren Teil der Gärtnerei, wo normalerweise die Warenannahme ist. Dort hat Jonas eine Art Mini-Gewächshaus aufgebaut. Darin stehen ein paar blühende Pflanzen, aber auch bunte Lichterketten, die ein warmes Licht erzeugen. Auf einem kleinen Tisch liegen ein Zeichenblock und bunte Stifte. Nina staunt. Jonas lächelt. »Ich weiß, du liebst das Malen. Ich dachte, vielleicht magst du in dieser besonderen Atmosphäre etwas skizzieren. Die Blumen hier sind extra für dich arrangiert.« Nina ist sprachlos vor Freude. Sie setzt sich auf einen kleinen Hocker und betrachtet die Blumen. Einige sind rosa, andere orange, manche gelb und weiß. Die Lichterketten lassen sie strahlen. Sie beginnt zu zeichnen, während Jonas sie beobachtet. Ab und zu stellt sie ihm Fragen über die Namen der Pflanzen. Er beantwortet sie alle mit Geduld und Wissen. Nach einer halben Stunde legt Nina den Stift beiseite. »Das ist so schön hier. Danke, Jonas. Du hast mir wirklich eine große Freude gemacht.« Jonas nickt und wird ein bisschen rot. »Ich wollte dir zeigen, wie viel mir deine Kunst bedeutet und wie sehr ich deine Gesellschaft schätze. Du hast mir auch viel Freude gebracht in den letzten Wochen.« Nina merkt, wie ihr die Tränen in die Augen steigen. Aber es sind Freudentränen. Sie steht auf und umarmt Jonas. Er erwidert die Umarmung. Einen Moment lang bleiben sie einfach so stehen und genießen die Nähe. Ein romantisches Dinner und ein Geständnis. Nach dieser besonderen Zeit im Gewächshaus gehen sie ins Café Süße Pause. Jonas hat dort einen Tisch reserviert. Normalerweise hat das Café abends geschlossen, aber heute gibt es ein spezielles Valentinstagsdinner. Die Inhaberin hat Kerzen aufgestellt und die Lichter sind gedimmt. Jonas und Nina setzen sich an einen kleinen Tisch in der Ecke, wo es angenehm ruhig ist. Die Kellnerin bringt ihnen ein Menü mit verschiedenen Gerichten. Pasta, Suppe, Salat, ein Dessert. Alles klingt köstlich. Sie bestellen 2 Gläser Saft und ein feines Abendessen. Während sie essen, reden sie über Gott und die Welt.
Nina erzählt von ihrem Prüfungsstress und von ihren Träumen für die Zukunft. Jonas hört aufmerksam zu und erzählt dann von seinem Wunsch, vielleicht einmal eine eigene Gärtnerei zu eröffnen. Ich möchte besondere Blumen züchten, vielleicht sogar seltene Arten. Und ein kleines Café in der Gärtnerei wäre auch schön, sagt er. Nina stellt sich das lebhaft vor und meint, das wäre wundervoll, dann könnte ich dort meine Bilder ausstellen. Beide lachen. Als sie beim Dessert ankommen, wird Jonas plötzlich ernst. Er blickt Nina in die Augen und sagt, ich muss dir etwas sagen. Ich fühle mich sehr zu dir hingezogen. Du bist kreativ, warmherzig und lustig. Wenn ich an die letzten Wochen denke, habe ich zum ersten Mal seit langer Zeit das Gefühl, wirklich glücklich zu sein. Ich weiß, dass wir uns noch nicht lange kennen, aber ich glaube, ich habe mich in dich verliebt. Nina ist überwältigt. Sie spürt, wie ihr Herz klopft. Sie blickt Jonas an und sieht in seinen Augen Aufrichtigkeit und Zuneigung. Ich fühle dasselbe, sagt sie leise. Du hast mir in kürzester Zeit so viel Freude gegeben. Ich bin nervös und habe ein bisschen Angst, aber ich möchte es mit dir versuchen. Jonas nimmt ihre Hand und drückt sie sanft. Ich bin auch nervös, gesteht er. Aber wir können zusammen vorsichtig sein und uns Zeit lassen. Nina nickt. In diesem Moment fühlen sich beide unendlich glücklich. Sie halten sich an den Händen und genießen den Augenblick. Im Café läuft leise Musik und ein Paar an einem anderen Tisch stoßt gerade mit Sekt an. Für Nina und Jonas ist alles perfekt. Ein neuer Anfang. Der Valentinstag endet, aber für Nina und Jonas beginnt eine neue Phase in ihrem Leben. Am nächsten Morgen wacht Nina mit einem Lächeln auf. Sie denkt an die Blumen, das Gewächshaus, das Abendessen und an Jonas Worte. Sofort schaut sie aufs Handy. Eine Nachricht von Jonas. Guten Morgen, schöne Frau. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Ich freue mich auf unseren nächsten Tag zusammen. Nina strahlt. Sie treffen sich in den folgenden Tagen oft. Mal gehen sie zusammen in den Park, mal kochen sie bei Nina zu Hause. Jonas bringt manchmal kleine Blumensträuße mit und Nina zeichnet weiter Skizzen von verschiedenen Pflanzen. Beide entdecken neue Gemeinsamkeiten. Sie mögen dieselbe Musikrichtung, sie lachen über ähnliche Witze und sie genießen es, in Ruhe zu reden. Manchmal sitzen sie einfach nur nebeneinander und schweigen, weil sie die Nähe des anderen spüren möchten. Auch die Freunde und Bekannten der beiden merken, dass da etwas Besonderes entstanden ist. Lisa, Ninas Kommilitonin, freut sich für sie und fragt neugierig: Wann lerne ich Jonas endlich kennen? Nina lacht. Wenn wir mal Zeit haben, zu dritt etwas zu unternehmen. Wir arbeiten und studieren beide viel, aber ich stelle ihn dir bald vor. Jonas' Kollegen in der Gärtnerei sehen, wie er beim Arbeiten vor sich hinsummt. Man meint, er würde ein Lied aus dem Radio nachsingen. Er ist einfach gut gelaunt. Natürlich gibt es auch kleine Zweifel und Ängste. Jonas und Nina kennen sich noch nicht lange. Sie haben unterschiedliche Familiengeschichten und Hobbys. Doch jedes Mal, wenn sie zusammen sind, merken sie, dass sie sich gut ergänzen. Sie haben keine Eile. Schritt für Schritt lernen sie einander kennen. Sie wissen, dass eine Beziehung Zeit braucht, um zu wachsen, genau wie eine Pflanze, die erst Wurzeln bilden und dann Blüten entwickeln muss. Der Winter geht langsam zu Ende und die ersten Frühblüher sprießen im Park. Nina und Jonas gehen Hand in Hand durch die Straßen und die Sonne scheint heller. Ihr gemeinsamer Weg hat gerade erst begonnen, doch beide fühlen sich bereit für dieses Abenteuer. Und jedes Mal, wenn sie an den Valentinstag denken, lächeln sie. Denn dieser 14. Februar hat ihnen gezeigt, dass Liebe manchmal ganz unerwartet vor der Tür steht und alles verändert. Der Frühling ruft. Die Wochen nach dem Valentinstag sind für Nina und Jonas besonders schön. Nina ist erleichtert, weil sie ihre Prüfungen bestanden hat. Und Jonas freut sich, dass der große Valentinstagsstress in der Gärtnerei vorbei ist.
Jetzt beginnt die Zeit, in der die Menschen mehr Lust haben, ihre Balkone und Gärten zu bepflanzen. Jonas hat Spaß daran, den Kunden bunte Frühlingsblumen zu empfehlen. Nina besucht ihn oft in der Gärtnerei. Manchmal sitzt sie auf einem kleinen Hocker und malt die frischen Blumen, während Jonas seiner Arbeit nachgeht. Oder sie trinken zusammen Tee in der kleinen Ecke, wo 2 Sessel stehen. Die Kunden lächeln manchmal, wenn sie die beiden sehen, weil es so harmonisch wirkt. Ein älteres Ehepaar, das regelmäßig Blumen kauft, sagt einmal zu Nina: „Sie und der junge Mann passen richtig gut zusammen. Man sieht ihnen die Freude an." Nina freut sich und erzählt es später Jonas. Am Wochenende planen sie Ausflüge ins Umland. Sie wandern durch Wälder, besuchen einen See und beobachten die Natur beim Aufblühen. Jonas zeigt Nina, wie man bestimmte Pflanzen erkennt. Nina macht Fotos, damit sie später Motive für ihre Bilder hat. Abends kochen sie zusammen oder gehen ins Kino. Mal schauen sie eine lustige Komödie, mal einen spannenden Film. Danach reden sie ewig über die Charaktere und die Handlung. Einmal besucht Nina Jonas zu Hause. Er wohnt in einer kleinen Wohnung mit einer Terrasse. Dort hat er einige Kräuter und Blumen gepflanzt. Nina bewundert seine Sammlung. „Du hast wirklich einen grünen Daumen. Alles sieht gesund aus." Jonas erklärt ihr das Gießverhalten und den besten Dünger. Sie lacht. „Vielleicht solltest du Gartentipps auf YouTube geben." Er schüttelt den Kopf. „Lieber live und nur für dich." Sie kochen zusammen Pasta mit frischen Tomaten, Basilikum und Knoblauch. Die Stimmung ist fröhlich und entspannt. Jonas erzählt von seiner Kindheit. Er hat 2 jüngere Schwestern, die in einer anderen Stadt wohnen. Nina hört interessiert zu. Sie zeigt ihm danach ein altes Fotoalbum von sich, das sie dabei hat. Darin sind Bilder aus ihrer Schulzeit, von ihren ersten Zeichnungen und von einem Urlaub mit ihrer Mutter. Jonas findet es spannend, mehr über Ninas Vergangenheit zu erfahren. Beide spüren, dass ihr Vertrauen wächst. Ein Blick in die Zukunft. Nina und Jonas sind nun offiziell ein Paar. Sie haben es Freunden und Verwandten erzählt. Manche waren überrascht, wie schnell es ging, aber die meisten haben sich gefreut. Selbst Ninas Mutter hat am Telefon gesagt: „Ich freue mich für dich, mein Schatz. Hauptsache, du bist glücklich." Nina ist erleichtert, dass ihre Familie positiv reagiert. Jonas' Eltern sind ebenfalls froh, dass er jemanden gefunden hat, der sein Herz zum Leuchten bringt. Im Frühling besuchen Nina und Jonas einen kleinen Kunstmarkt in der Stadt. Nina hat einen Stand, an dem sie ihre Bilder und Postkarten verkauft. Jonas unterstützt sie tatkräftig. Er hilft beim Aufbau, spricht mit den Besuchern und erzählt begeistert von ihren Zeichnungen. Nina ist froh, ihn an ihrer Seite zu haben. Sie fühlt sich sicher und motiviert. Am Abend feiern sie ihren Erfolg. Sie hat einige Bilder verkauft und viele Komplimente bekommen. Auf dem Heimweg halten sie an einer Brücke und schauen in den Fluss. Das Wasser glitzert im Mondlicht. Jonas legt den Arm um Nina und sagt: „Manchmal frage ich mich, wie es kommt, dass wir uns gefunden haben. Es war doch ein Zufall im Café." Nina lächelt. „Ja, aber manchmal ist das Schicksal nett zu uns." Sie legt ihren Kopf an seine Schulter. Beide genießen den Moment. Sie reden leise über ihre Zukunftspläne. Jonas möchte mehr Verantwortung in der Gärtnerei übernehmen und vielleicht eines Tages eine eigene gründen. Nina möchte ihre Kunst weiterentwickeln und vielleicht kleine Kinderbücher illustrieren. Gemeinsam träumen sie davon, irgendwann ein Haus mit einem Garten und einem kleinen Atelier zu haben. „Das klingt wunderbar", murmelt Jonas. „Aber eins nach dem anderen." Nina nickt. „Genau, wir haben Zeit. Solange wir zusammen sind und uns lieben, wird alles gut." Jonas drückt ihre Hand. Der Fluss rauscht leise und die ersten Sterne funkeln am Himmel. In dieser Nacht fühlt sich alles leicht und hoffnungsvoll an.
Beide wissen, dass das Leben nicht immer perfekt ist. Aber sie sind bereit, die Höhen und Tiefen gemeinsam zu meistern. Und wenn sie an den Valentinstag zurückdenken, erinnern sie sich an den wunderbaren Moment, in dem alles begann.